Teil 1. Sie hören 4 Ansagen. Zu jeder Ansage gibt es eine Aufgabe. Welche Lösung, A, B oder C, passt am besten? Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 1 bis 4 auf dem Antwortbogen. Nummer 1. Hallo Anna, hier ist Maria aus der WG. Du hattest mich doch gebeten, deine Schwester heute vom Bahnhof abzuholen, weil du noch so lange an der Uni bist. Jetzt hat sie mir aber gerade geschrieben, dass sie den Bus nimmt und direkt zu uns kommt. Darum brauchst du dir keine Gedanken mehr zu machen. Ach ja, sie bringt übrigens auch noch einen richtig leckeren Kuchen mit. Deinen Auflauf habe ich schon in den Ofen gestellt. Der ist dann schön warm, wenn ihr da seid. Es wäre nur super, wenn du auf dem Heimweg noch ein paar Flaschen Saft oder Wasser mitbringen könntest. Danke dir. Bis später. Nummer 2. Lieber Anrufer, im Moment sind alle Leitungen besetzt oder Sie rufen gerade außerhalb unserer Öffnungszeiten an. Unsere Praxis ist montags bis mittwochs von 8 bis 12 Uhr und von 15 bis 19 Uhr geöffnet. Donnerstags sind wir von 9 bis 16 Uhr für Sie da. Freitags schließen wir bereits um 13 Uhr. Vielen Dank für Ihren Anruf. Auf Wiederhören. Nummer 3. Hi Alex, hier ist Paul. Könntest du mir bitte einen Gefallen tun? Ich habe gerade mit Lisa gesprochen. Sie bringt morgen den Kaffee fürs Meeting mit. Den Bericht schaue ich mir später noch an. Aber ich komme gerade nicht dazu, den Kunden zurückzurufen. Kannst du das vielleicht übernehmen? Er wartet schon auf die Infos. Die Nummer liegt bei mir auf dem Schreibtisch. Wäre echt super, danke dir. Nummer 4. Achtung, eine kurze Durchsage an alle Gäste in unserem Restaurant. Heute feiert hier ein junges Paar seine Verlobung. Die Freundin hat leider ein sehr wertvolles Geschenk verloren, das ihr Freund ihr gerade überreicht hat. Es handelt sich um einen goldenen Ring. Wenn jemand diesen Ring findet, bringen Sie ihn bitte zum Servicepersonal. Der junge Mann hat versprochen, den Finderlohn aus eigener Tasche zu bezahlen. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Ende von Teil 1. Teil 2. Sie hören 5 Ansagen aus dem Radio. Zu jeder Ansage gibt es eine Aufgabe. Welche Lösung, A, B oder C, passt am besten? Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 5 bis 9 auf dem Antwortbogen. Nummer 5. Und hier eine aktuelle Verkehrsmeldung. Auf der Landstraße zwischen Lübeck und Bad Oldesloe kommt es gerade zu längeren Wartezeiten, weil auf beiden Fahrstreifen Bauarbeiten stattfinden. Autofahrer müssen mit zäh-fließendem Verkehr rechnen. Ein Reh, das gestern die Fahrbahn blockiert hat, wurde inzwischen in den Wald zurückgebracht.
Da besteht also keine Gefahr mehr. Außerdem melden wir, dass es trotz der niedrigen Temperaturen heute keine Straßensperrung wegen Glatteis gibt. Fahren Sie bitte trotzdem vorsichtig. Nummer 6. Gute Nachrichten für alle, die ihr Englisch verbessern möchten. Ab nächsten Monat startet unser neuer Abendkurs. Normalerweise kostet ein Kurs bei uns 10 Euro pro Stunde oder 50 Euro, wenn man sich gleich für eine ganze Woche anmeldet. Dank der neuen Förderung durch die Stadt ist die Teilnahme diesmal aber komplett gratis. Also nutzen Sie die Chance und machen Sie mit. Nummer 7. Und hier noch ein Blick aufs Wetter. In vielen Teilen Deutschlands war es in der Nacht schon ziemlich kühl. Im Süden hat es sogar kurz gehagelt, vor allem in den Bergen. Im Westen dagegen wird morgen früh starker Regen erwartet. In Berlin soll es morgen früh erstmals in diesem Monat Bodenfrost geben. Autofahrer sollten deshalb besonders auf Brücken und Nebenstraßen vorsichtig sein. Nummer 8. Und hier noch die Nachrichten aus der Region. Nach monatelangen Bauarbeiten hat gestern das neue Stadtmuseum seine Türen für Besucher geöffnet. Der neue Park direkt daneben ist noch im Bau und soll erst im Herbst fertiggestellt werden. In der Nachbarschaft plant man außerdem ein kleines Café, aber dafür steht der genaue Starttermin noch nicht fest. Wer möchte, kann sich im Museum schon jetzt die erste Ausstellung ansehen. Nummer 9. Und hier noch ein Sportupdate. Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft hat gestern Abend in der Europa-Liga gegen Frankreich gespielt. Obwohl die Deutschen zur Halbzeit noch hinten lagen, beendeten sie das Match mit 78:72 Punkten. Frankreich konnte in den letzten Minuten nicht mehr aufholen. Morgen trifft Spanien auf Frankreich und hat noch eine Chance ins Finale zu kommen. Die deutschen Fans feierten den Sieg bis spät in die Nacht. Ende von Teil 2. Teil 3. Sie hören 4 Gespräche. Zu jedem Gespräch gibt es 2 Aufgaben. Entscheiden Sie bei jedem Gespräch, ob die Aussage dazu richtig oder falsch ist und welche Antwort, A, B oder C, am besten passt. Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 10 bis 17 auf dem Antwortbogen. Nummer 10 und 11. Hi Lukas, wie läuft's mit dem Italienischkurs? Ciao Mira, ganz gut eigentlich. Aber ich merke immer wieder, dass Italienisch gar nicht so leicht ist. Ja, geht mir auch so.
Aber Clara erklärt alles echt geduldig, oder? Total. Ohne sie hätte ich die ganzen neuen Wörter gar nicht behalten. Hast du gestern noch mit Matteo telefoniert? Wegen dem Fest am Samstag? Ja, klar. Matteo kümmert sich um die Musik. Er bringt ein paar italienische Playlists mit. Da müssen wir uns keinen Kopf mehr machen. Sehr gut. Und Lisa meinte, sie hat noch alte Urlaubsfotos aus Rom. Die kann man bestimmt schön aufhängen. Stimmt. Ach, weißt du was? Ich habe doch letztes Mal mein Kochbuch gesucht. Aber ich finde es einfach nicht mehr. Du hattest doch auch so ein italienisches, oder? Ja, irgendwo müsste ich das noch haben. Wenn du das zufällig findest, könnten wir ja am Samstag zusammen reinschauen. Die Clara wollte doch noch ein neues Pasta-Rezept ausprobieren. Stimmt, das habe ich total vergessen. Ich schaue heute Abend mal danach. Perfekt. Wenn du's findest, pack's doch einfach ein. Dann haben wir alle Rezepte zusammen. Mach ich. Bis Samstag. Super, bis dann. Nummer 12 und 13. Hallo Tarek, hast du kurz Zeit? Hallo, Frau Werner. Klar, ich bin gerade zu Hause. Was gibt's denn? Du hast doch am Wochenende eigentlich frei, oder? Ja, genau. Ich wollte eigentlich meine Eltern besuchen. Das tut mir leid, dass ich störe. Aber als deine Chefin muss ich dich trotzdem fragen, ob du helfen kannst. Wir haben nur ein kleines Problem. Frau Klein hat sich gestern krank gemeldet und kann ihren Samstagdienst nicht machen. Oh je. Und gibt es wirklich keinen Ersatz? Ich habe schon bei Frau Yilmaz gefragt, aber die hat selbst einen Termin. Herr Schulz hat angeboten, den Bericht für die Zentrale zu übernehmen, das ist schon erledigt. Und den neuen Kunden betreut Herr Meier am Montag. Darum musst du dich nicht kümmern. Aha. Also geht es nur um den Laden am Samstag? Ja, es wäre wirklich nur für ein paar Stunden. Wenn du einspringen könntest, wäre mir sehr geholfen. Ich weiß, es ist blöd, so kurzfristig. Na gut. Meine Eltern sehen mich ja auch nächste Woche noch. Ab wann soll ich kommen? Wenn es für dich passt. Ab 10 Uhr bis etwa 4. Ich schreibe dich gleich in den Plan. Okay, das geht. Ich komme dann. Vielen, vielen Dank, Tarek. Du hilfst uns wirklich weiter. Nummer 14 und 15. Entschuldigen Sie bitte, ich habe eine Frage. Ich brauche ein Ticket nach Leipzig. Ich habe noch ein altes Wochenendticket. Gilt das auch für die Regionalzüge? Ja, mit dem Wochenendticket können Sie alle Regionalzüge nehmen. Aber beachten Sie, Sie müssen zweimal umsteigen und die Fahrt dauert fast 4 Stunden. Oh, das ist aber lang. Gibt es denn keine schnellere Verbindung? Doch, natürlich. Es fährt auch ein Direktzug ohne Umsteigen. Der braucht nur 2 Stunden. Und kann ich dafür mein Ticket auch nehmen? Leider nein. Für den Schnellzug brauchen Sie ein Extra-Ticket. Aber es lohnt sich, wenn Sie Zeit sparen wollen. Verstehe. Und muss ich da noch einen Platz reservieren? Das ist nicht Pflicht. Aber an Wochenenden sind die Züge oft voll. Wenn Sie keinen Platz reservieren, kann es sein, dass Sie stehen müssen. Ach so, dann buche ich lieber gleich einen Platz. Und Gepäck kann ich einfach mitnehmen? Ja, das ist kein Problem. Alles klar. Dann nehme ich den Schnellzug mit Sitzplatzreservierung. Vielen Dank für Ihre Hilfe.
Nummer 16 und 17. Entschuldigen Sie bitte, könnten Sie einen Moment zu mir kommen? Natürlich. Was kann ich für Sie tun? Also, mein Essen schmeckt leider gar nicht so, wie ich es erwartet habe. Das Fleisch ist innen kaum warm und die Soße ist wirklich extrem salzig. Sind solche Beschwerden bei Ihnen eigentlich öfter? Oh, das tut mir sehr leid. Normalerweise bekommen wir so etwas nicht zu hören. Ich frage gleich mal in der Küche nach, wer das heute gekocht hat. Möchten Sie, dass ich Ihnen sofort etwas anderes bringe? Ja, bitte. Bezahlen möchte ich das hier so auf keinen Fall. Das ist wirklich nicht in Ordnung. Das müssen Sie natürlich auch nicht. Wenn etwas so stark versalzen ist, geht das auf unser Haus. Sie können das Hauptgericht also entweder kostenlos bekommen oder ein anderes bestellen. Wie möchten Sie es? Ich nehme lieber ein anderes. Haben Sie vielleicht die Karte nochmal? Natürlich. Und das Dessert, das Sie vorhin ausgesucht haben, möchten Sie das trotzdem noch? Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe nur, dass der Nachtisch besser schmeckt. Ich zahle das dann später alles zusammen, oder? Natürlich. Ich bringe Ihnen auch noch einen Kaffee aufs Haus. Das ist sehr freundlich. Vielen Dank für Ihre Mühe. Ende von Teil 3. Teil 4. Sie hören Aussagen zu einem Thema. Welcher der Sätze A bis F passt zu den Aussagen 18 bis 20? Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 18 bis 20 auf dem Antwortbogen. Lesen Sie jetzt die Sätze A bis F. Dazu haben Sie 1 Minute Zeit. Danach hören Sie die Aussagen. Viele Menschen wollen heute nicht mehr nur von morgens bis abends im Büro sitzen. Manche arbeiten lieber flexibel oder auch mal zu Hause. Andere wünschen sich eine Pause vom Job, zum Beispiel ein Sabbatical. Und viele Eltern fragen sich, sollen Jugendliche schon früh einen Nebenjob machen oder lieber erst später? Wir haben Menschen gefragt, wie sieht für sie gute Arbeit aus? Beispiel. Ich finde Homeoffice schon sehr praktisch, weil ich mir dadurch den Weg ins Büro spare. Aber man darf es nicht übertreiben. Mir fehlt dann einfach der Kontakt zu meinen Kollegen, wenn ich zu lange allein zu Hause arbeite. Außerdem finde ich es wichtig, dass man mal rauskommt und Menschen trifft. Wenn man zu viel nur von zu Hause aus arbeitet, wird man irgendwann unmotiviert. Deshalb gehe ich mindestens 2-mal pro Woche ins Büro, um mit den anderen zu reden und im Team zu arbeiten. Nummer 18. Ich habe schon mit 15 angefangen, neben der Schule ein bisschen zu jobben. Am Anfang war das natürlich anstrengend, weil ich am Wochenende oft früh aufstehen musste. Aber für mich war das super. Man wird selbstständiger und versteht, dass Geld nicht einfach so da ist. Ich konnte mir auch mal etwas Schönes leisten, ohne meine Eltern zu fragen. Deshalb finde ich, Jugendliche sollten ruhig schon früh lernen, wie man mit Geld umgeht und dass man für etwas arbeiten muss. Aber natürlich nur, wenn die Schule nicht darunter leidet.
Nummer 19. Für mich ist Flexibilität im Beruf das Wichtigste. Es gibt Tage, da arbeite ich gern früh morgens, weil ich dann am Nachmittag mehr Zeit für meine Familie habe. An anderen Tagen bin ich abends viel produktiver. Starre Arbeitszeiten finde ich total unpraktisch, weil man sich nicht an seinen eigenen Rhythmus anpassen kann. Zum Glück kann ich mir meine Zeit jetzt oft selbst einteilen. So macht mir die Arbeit viel mehr Spaß und ich habe weniger Stress. Nummer 20. Ich habe vor 2 Jahren ein paar Monate Pause gemacht, weil ich nach vielen Überstunden einfach total ausgebrannt war. Diese Auszeit hat mir richtig gut getan, um wieder Kraft zu tanken und mal über mein Leben nachzudenken. Ich konnte in dieser Zeit viel reisen und auch mehr Zeit mit meiner Familie verbringen. Seitdem versuche ich nicht mehr so viele Überstunden zu machen. Manchmal braucht man so eine Pause wirklich, finde ich, besonders wenn man viel Stress hat und merkt, dass man nicht mehr richtig abschalten kann. Ende des Prüfungsteils hören. Danke fürs Zuschauen. Vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren, damit du keine neuen Videos verpasst.